Es gab ja nie einen anderen größeren Verein jetzt hier im Umfeld für mich. Da sind zwar ein paar Vereine, aber die haben es mir jetzt nicht so angetan, sage ich mal. Es ist schon sehr intensiv, das muss ich schon sagen. Hohes Tempo, hohe Körperlichkeit. Jetzt, wo die ganzen Jungs von der Nationalmannschaft wiedergekommen sind, ist das Level nochmal ganz anders. Es verlangt schon viel ab, es ist sehr intensiv und macht auch müde, muss man sagen. Wie läuft der Austausch mit Nuri Sahin? Welches Gefühl gibt dir der Cheftrainer? Ein gutes. Ja, es verlangt viel. Das ist gut. Wir spielen viel Fußball, das macht echt Spaß und auch im engen Austausch. Gibt es noch eine Art Welpenschutz oder noch gar nicht? Gar nicht. Was kann man sich vielleicht noch abgucken von den etwas älteren Profis? Viel, sehr viel. Einfach die Ruhe am Ball, die ist nochmal was ganz anderes. Bei dem hohen Tempo die Ruhe am Ball zu behalten, wie sie mit den Positionen spielen, das ist schon bemerkenswert, muss man sagen. Traut man sich eigentlich im Training so richtig in die Zweikämpfe zu gehen oder hat man so ein bisschen vor den Schlotterbecks und Süders ein bisschen Respekt? Man probiert's, aber man wird dann ganz schnell wieder auf den Boden geholt, sage ich so. Vielleicht klappt's mal, aber es ist auf jeden Fall was anderes. Du hast eine sehr spannende Saison hinter dir. Die ersten 2 Einsätze in der Bundesliga, Kaderplatz in der Champions League, Youth League, U19 Meisterschaftsfinale. Wie hast du das Ganze verarbeitet? Urlaub runtergefahren und einfach mal alles sacken lassen. Auch mal nicht an Fußball gedacht, aber so die schönen Erinnerungen, auch die schlechten Erinnerungen, einfach mal aufgesaugt so ein bisschen, also noch mal mehr realisiert. Und ja, das war schön, weil man nicht mehr so viel mit Fußball hatte. Jetzt geht's wieder direkt los. Was hast du gemacht im Urlaub? Ich war auf Mallorca, 2 Wochen. Musste zwischendurch nach Hause tatsächlich, ja, wegen Abitur. Genau. Ja, da habe ich dann gesagt bekommen, dass ich bestanden habe mit 2,6. Das ist ganz gut. Mit 2,6 bist du zufrieden? Ja, schon. Also für das Pensum, was ich neben der Schule hatte, ja, auf jeden Fall. In deinem ersten Bundesligaspiel hast du gleich ein Tor von Marco Reus aufgelegt. Nimm uns bitte nochmal mit in dieses Spiel und in diese Szene. Also es war so, morgen oder am Abend davor, da kommen wir wieder zu Nuri. Nuri ruft mich an, sagt mir, ich soll alles entspannt sehen. Es wird alles schon laufen, kein Stress und so. Und es hat einem Sicherheit gegeben. Dann, ja, schlecht geschlafen würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwann dann auch geschlafen. Reingelaufen, da war noch mal ganz kurz ja auch ein Tränchen, so, also schon Tränen in den Augen gehabt, weil man einfach ja jetzt 9 Jahre auf das Ziel hingearbeitet hat und das ist dann erreicht. Vorerst. Ich hoffe, es folgt noch viel, aber ja, dann die Szene, Nuri sagte noch, geh ein bisschen näher ran. Ich bin näher ran, ich werde überspielt, krieg einen Ball zurück und habe Marco gesehen, wie er den tiefen Laufweg gemacht hat. Ja. Und dann hat einfach alles zusammengepasst. Der Ball war ganz gut. Wie er den wegmacht, ist natürlich auch richtig gut. Realisiert man dann sofort, ich habe gerade meine erste Bundesliga-Torvorlage gemacht? Ich war so, okay, so ein bisschen verwundert, aber klar, ja, ich habe es schon realisiert und ich habe mich auch recht gefreut, aber ich glaube, im Nachhinein wurde es mir dann erst richtig klar, wo ich dann das Handy geschaut habe oder ja, hochgegangen bin zu meiner Familie. Das war richtig schön. Inwiefern hat sich auch dadurch vielleicht was in deinem Leben geändert? Wirst du jetzt häufiger auf der Straße angesprochen, um Autogramme gebeten? Das geht eigentlich noch. Also da bin ich auch ganz froh drum, dass es im Moment noch so ein bisschen entspannt alles. Klar wird man ab und zu mal angesprochen, du bist doch der und der, aber nicht aufdringlich im Moment. Das ist echt entspannt. Das muss ich echt sagen. Hi BVB-Fans, wir sind morgen hier live in diesem Stadion um 16:30 Uhr bei BVB TV in der Youth League gegen Žilina. Schaltet ein. Du hast eben auch schon mal nicht so schöne Momente angesprochen. Es gab ja das relativ frühe Ausscheiden in der Youth League gegen Žilina. Dann gab es das verlorene Meisterschaftsfinale mit der U19 gegen Hoffenheim. Wie gehst du persönlich mit Niederlagen um? Ich finde, Niederlagen gehören dazu. Das ist nun mal, Sport ist ein Fehlersport letzten Endes und man muss daraus lernen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dann kann eine Niederlage auch relativ einfach verpackt werden. Auch wenn die Niederlagen, die du gerade angesprochen hast, schon extrem waren. Die tun dann auch mal 2 Tage noch später weh, aber man verkraftet sie auf jeden Fall. Wer oder was hilft dir, mit Niederlagen oder auch mit Siegen umzugehen? Familie, Bruder, die anderen Jungs. Sprecht ihr dann viel über Fußball? Ja,
schon. Also ich habe es irgendwann jetzt letztens auch angesprochen, dass ich es nicht so gern habe, wenn wir so komplett über Fußball reden. Aber wenn ich sage, hey, lass uns mal bitte kurz darüber quatschen, reden wir darüber und dann ist das Thema auch vorbei. Und dann gibt es wieder viele andere schöne Themen, die es auch gibt, worüber man sprechen kann. Du warst U19-Kapitän in der letzten Saison. Wo siehst du so die größten Unterschiede zwischen U19 und jetzt Profifußball? Natürlich hat man ein anderes Standing in der U19 als hier. Da ist man ja unangefochten, sage ich mal, einer der höheren Tiere. Hier ist man dann wieder ganz unten in der Nahrungskette. Die Unterschiede sind halt, dass ich mit Männern jetzt Fußball spiele und nicht mehr mit Jugendlichen oder Jungs in meinem Alter. Das Tempo, es ist die Intensität, es ist die Körperlichkeit, das ist nochmal alles ein Stückchen mehr auf jeden Fall. Du hast fast alle Jugendmannschaften beim BVB durchlaufen. Was bedeutet dir dieser Verein? Es gab ja nie einen anderen größeren Verein jetzt hier im Umfeld für mich. Da sind zwar ein paar Vereine, aber die haben es mir jetzt nicht so angetan, sage ich mal. Und es ist schon jetzt so 9 Jahre dabei zu sein, ist schon was anderes. Es macht schon stolz auch so ein bisschen. Und auch stolz zu sehen, dass der Verein auch immer an einem festgehalten hat, auch in schwierigen Zeiten und so. Und deswegen sehr viel. Ja. Gab es Zeiten, wo du auch mal gezweifelt hast, wo es schwierige Zeiten gab? Ja, da habe ich wirklich gezweifelt. Aber wie gesagt, da habe ich einen guten Rückhalt mit Familie und Freunden und Menschen, die mir helfen wollen. Wenn man sich die Menschen sucht, dann kommt man, finde ich, schnell aus diesen Löchern raus. Und die geben ja einem natürlich auch Sicherheit, auch wenn es ganz andere Themen angeht. So. Wann war eigentlich so der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, Profifußballer, das könnte was werden? Das müsste gegen Ende meines ersten U17-Jahres oder so gewesen sein. Also da war ich noch Jungjahrgang in der U17 und dann hat man gemerkt, okay, du spielst hier auch, obwohl du jünger bist, mit Älteren zusammen. Du performst auch eigentlich ganz gut. Und wo es dann irgendwann dann auch in der U19 dann, also ich war 2 Jahre später vielleicht, dann hieß, okay, du darfst mal bei den Profis mittrainieren. Und dann war natürlich so, okay, jetzt stehen dir alle Türen offen. Hast du eine Leidenschaft abseits des Fußballs? Ich glaube, ich habe noch keine Leidenschaft gefunden, weil der Fußball und die Schule so viel weggenommen haben. Deswegen habe ich leider noch keine andere Leidenschaft richtig entdeckt. Ich entdecke gerade so ein bisschen Tennis für mich. Es ist ein sehr cooler Sport. Ich habe es auch ein paar Mal schon gespielt mit einem Freund und mit dem Vater. Es macht sehr Spaß. Sonst würde ich sagen, bin ich generell sehr sportbegeistert. Wie siehst du deine Chancen in der kommenden Saison, mehr Profi-Einsätze vielleicht zu bekommen? Relativ gut eigentlich. Also ich habe Bock. Auf jeden Fall. Ich habe Lust, was zu bewirken mit der Mannschaft. Klar, es wird nicht direkt laufen. Das ist allen klar. Das ist sowohl mir klar, als auch dem Trainer klar, als auch allen anderen klar. Weil es viele andere Spieler gibt, die auf jeden Fall noch ein ganz anderes Level haben als ich. Aber ich habe Selbstvertrauen. Ich denke, ich kann das schaffen, wenn ich möchte. Genau, und deswegen, also eigentlich sehe ich die Chancen ganz gut. Was der Trainer dann da draußen macht am Ende, das ist dann ihm überlassen. Ich muss mich natürlich selber entwickeln. Das ist auch ein ganz großer Punkt, weil ich noch lange nicht da bin, wo die anderen Jungs jetzt sind. Deswegen, wir gehen erstmal alles ruhig an und lassen es auf uns zukommen.